Lass mich dich etwas fragen. Wenn du dich jetzt gerade im Spiegel ansiehst, bist du stolz auf die Person, die du siehst, oder schaust du jemanden an, der seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren über Veränderungen spricht, aber noch nichts dafür getan hat? 2026 steht direkt vor der Tür und ich werde brutal ehrlich mit dir sein. Denn viele von euch werden dieses Jahr genauso starten wie das letzte Jahr, mit den gleichen Mustern und den gleichen Problemen. Eine Version, von der ihr längst genug habt. Aber es muss nicht so bleiben, denn diese Lücke zwischen dem, wer du bist und dem, wer du sein willst, ist viel kleiner, als du denkst. Es braucht also keine jahrelange Transformation, keine 7 Jahre. Es sind nämlich nur 7 Dinge. 7 Gewohnheiten, die, wenn du sie ab jetzt wirklich umsetzt, dafür sorgen, dass man dich in einem Jahr kaum wiedererkennt. Also, wenn du dich wirklich verändern willst, dann gib mir 10 Minuten deines Lebens. Nur 10 Minuten. Und wenn du dich 10 Minuten nicht mehr konzentrieren kannst, dann überspring bitte das Video. Ich will nämlich deine Zeit nicht verschwenden. Ich will Erfolg. Also wenn du nicht willst, dann bitte weiter scrollen. Oh, du bist noch hier. Das bedeutet, du meinst es ernst. Also hör zu, denn was ich dir jetzt sage, wird dich entweder dazu bringen, dein Leben komplett zu verändern, oder es wird dich so sehr triggern, dass du merkst, dass du noch nicht bereit bist, so oder so. Du musst das hören. Gewohnheit Nummer 1. Steh auf, bevor die Welt es tut. Diese Gewohnheit ist das Fundament für alles andere. Idealerweise rede ich von 5 Uhr morgens. Aber seien wir mal ehrlich, wenn sich 5 Uhr für dich gerade unmöglich anfühlt, wenn du es versucht hast und dein Körper immer noch nicht mitmachst, dann fang einfach mit 6 Uhr an. Es geht nicht um die exakte Uhrzeit übrigens, es kann natürlich auch ein bisschen abweichend sein. Es geht darum, früher aufzustehen als die meisten anderen. Und ich weiß schon, was du denkst. Ich bin kein Morgenmensch, ich brauche meinen Schlaf, das ist zu extrem. Lass mich dir etwas sagen. Jede einzelne Person, die wirklich etwas Bedeutendes aus ihrem Leben macht, ist vor dir wach. Der frühe Morgen ist die einzige Zeit, die dir wirklich gehört. Keine Ablenkung, keine Nachrichten, niemand braucht etwas von dir. Nur ungestörte Fokuszeit. Und noch wichtiger, es ist ein Statement. Wenn du früh aufstehst, sagst du dir selbst, ich nehme das ernst. Ich bin nicht wie viele andere. Gewohnheit Nummer 2. Jage nicht der Liebe hinterher, jage deinen Zielen nach. So, das wird einige von euch wehtun, aber es muss jetzt wirklich dringend gesagt werden. Hör auf, Beziehungen hinterher zu rennen. Hör auf, dich darauf zu fixieren, die eine Person zu finden. Höre auf, deine Zeit, Energie, Aufmerksamkeit darauf zu verschwenden, jemanden dazu zu bringen, dich zu mögen. Die Wahrheit ist, wenn du pleite bist, keine Richtung hast und nichts aufgebaut hast, werden dich keine Nachrichten, kein Hinterherlaufen und kein Manifestieren zu dem Partner führen, den du wirklich willst. Fokussiere auf dich selbst, deine Fähigkeiten, dein Konto, dein Körper, dein Geist und deine Zukunft. Werde so fokussiert auf deine Mission, dass deine Beziehungen zweitrangig werden. Ja, Beziehungen sind für uns super wichtig. Das werde ich nicht als eine zweitrangige Kategorie in unserem Leben nennen. Nein, es geht nur darum, bau dir etwas auf, dann ziehst du auch das an, was du wirklich verdienst. Weißt du was dann passiert? Ich sage es ja, die Liebe wird dich finden. Nicht, weil du Glück hattest, sondern weil du wertvoll geworden bist. Wenn du jemand Großartigen anziehen willst, dann musst du zuerst jemand Großartiges werden. Vielleicht denkst du jetzt, aber ich will Nähe, ich will nicht alleine sein. Ich verstehe das. Aber allein zu sein ist besser, als mit der falschen Person zu sein. Nur aus Angst vor Einsamkeit sollte man nicht eine Beziehung eingehen. Oder was denkst du? Also, mach Folgendes. Verbring das nächste Jahr damit, die beste Version deiner selbst zu werden. Steh früh auf, arbeite an deinen Zielen, bau Fähigkeiten auf, verdiene Geld. Bring deinen Körper in Form, entwickle Selbstvertrauen, erschaffe ein Leben, auf das du stolz sein kannst. Und dann wird die richtige Person auftauchen. Nicht, weil du sie gesucht hast, sondern weil sie jemanden wie dich gesucht hat. Gewohnheit Nummer 3. Trainiere deinen Körper jeden einzelnen Tag. Ich rede nicht davon, 2 Stunden im Fitnessstudio zu verbringen oder Bodybuilder zu werden. Nein, ich meine, bewege deinen Körper jeden Tag bewusst. Liegestütze, Laufen, Krafttraining, Yoga, Schwimmen, Kampfsport, egal was. Such dir etwas aus und mach es täglich. Warum das so wichtig ist? Dein Körper ist das Fahrzeug, was dich durch das Leben trägt. Wenn er schwach, träge und außer Form ist, leidet alles andere darunter. Wenig Energie, wenig Selbstvertrauen, wenig mentale Klarheit. Aber wenn du deinen Körper regelmäßig trainierst, ändert sich alles. Mehr Energie, klares Denken, besseres Gefühl
und eine andere Ausstrahlung. Und seien wir mal ehrlich, Menschen respektieren Menschen, die auf sich selbst achten. Wenn du nicht einmal deinen eigenen Körper kontrollieren kannst, wie willst du dann ein Business führen, eine Beziehung, ein Team oder ein Leben oder hinter deiner Karriere gehen? Dein Körper ist ein Spiegel deiner Disziplin und 2026 ist Disziplin alles. Gewohnheit Nummer 4. Lerne jeden Tag 1 Stunde lang etwas Neues. Okay, es ist bisher weit ausgebreitet, ja. Du kannst natürlich hier in dem Buch erklärt 1%-Formel, was ich übrigens sehr mag. Danach kannst du zum Beispiel anfangen. Du kannst von mir aus mit 10 Minuten anfangen, aber versuche es bis zu 1 Stunde zu bringen. Die Person, die du heute bist, ist das direkte Ergebnis dessen, was du bisher gelernt hast. Und die Person, die du 2026 sein wirst, hängt davon ab, was du jetzt lernst. Such dir eine Fähigkeit, die dich wertvoller macht. Copywriting, Verkauf, Marketing, Programmieren, Video-Editing, Finanzen, etwas, was zu deinem Ziel passt. Und dann investiere jeden Tag 1 Stunde darin. Warum das so mächtig ist? Lernen potenziert sich. 1 Stunde pro Tag klingt wenig, aber über ein Jahr sind das 365 Stunden, wo du fokussiert auf ein einziges Thema dich konzentrierst. Das reicht, um in fast jeder Fähigkeit von Anfänger zu richtig gut zu werden. In 12 Monaten könntest du Experte in etwas sein, das du heute noch gar nicht kannst. Und du könntest zu gefragten Personen in deinem Bereich werden. Du könntest Türen öffnen, von denen du nicht einmal wusstest, dass die überhaupt existieren. Aber die meisten Menschen tun das nicht. Sie scrollen, sie schauen Serien, sie tun nichts, was dich voranbringt. Übrigens, ich mag auch Serien, ich schaue auch sehr gerne Serien, darum geht es nicht. Aber wir reden gerade darüber, dass du aktiv was lernst über ein einziges Thema, ja? Eine Fähigkeit. Und Menschen, die nichts dafür tun, wundern sich dann, warum sich ihr Leben überhaupt nicht verändert, weil die ja überhaupt sich nicht auf die Veränderung konzentrieren oder überhaupt was Neues eingehen. Wenn du nicht lernst, fällst du zurück. Die Welt bewegt sich viel zu schnell. Neue Skills, neue Tools, neue Chancen. Wenn du nicht wächst, stirbst du. Mein Rat, lerne etwas, das dir Geld bringt oder Geld spart. Wissen ist nur dann mächtig, wenn du es anwenden kannst. Gewohnheit Nummer 5. Content Creating. Okay, bevor du sagst, ich will kein Influencer sein, hör zu. Content Creating geht nicht darum, berühmt zu werden. Es geht darum, Kommunikationsfähigkeit, Selbstvertrauen und eine digitale Präsenz aufzubauen. Und 2026 sind genau diese wichtigsten Fähigkeiten. Die Welt ist digital. Wenn du online nicht existierst, existierst du nicht. Wenn du deine Gedanken nicht klar ausdrücken kannst, wirst du übersehen. Wenn du Content erstellst, Videos, Posts, Texte, lernst du Dinge, die die meisten Menschen nie lernen. Klar zu kommunizieren, Aufmerksamkeit zu halten, vor der Kamera zu denken, Ideen zu strukturieren, selbstbewusst aufzutreten. Und all das überträgt sich auf alles andere. Bewerbungsgespräche, Präsentation, Verkaufsgespräche, Netzwerke, Führung. Chancen kommen zu den Menschen, die sichtbar sind. Du musst nicht viral gehen. Du brauchst keine Millionen Follower. Du musst nur konstant auftauchen. Gewohnheit Nummer 6. Stille Spaziergänge. Allein. Klingt simpel, ist aber extrem mächtig. Geh spazieren. Ohne Musik, ohne Podcast, ohne Ablenkung. Nur du und deine Gedanken. Ja, von mir aus, ihr könnt auch ein bisschen Musik hören. Das mache ich auch. Frühmorgens, abends, wann auch immer. Dein Geist ist nämlich den ganzen Tag überstimuliert. Content, Lärm, Meinungen, Informationen. Dein Gehirn bekommt nie eine Pause. Und deshalb denkst du nicht wirklich, du reagierst nur. Stille Spaziergänge ändern das. Gedanken kommen hoch, Ideen entstehen, Probleme lösen sich. Es ist wie ein Reset für dein Gehirn. Gewohnheit Nummer 7, die wichtigste. Übe jeden Tag zu sprechen. Öffentliches Sprechen, selbst wenn es nur vor dem Spiegel ist, selbst wenn niemand zusieht. Menschen, die gut sprechen, steigen schneller auf als alle anderen. Egal wie intelligent du bist, wenn du deine Ideen nicht klar und selbstbewusst ausdrücken kannst, bleibst du begrenzt. Aber wenn du sprechen kannst, öffnen sich Türen. Menschen hören zu. Menschen folgen dir. Menschen bezahlen dich. Das ist kein Zufall, das ist eine Fähigkeit. Sprich vor dem Spiegel. Wähle ein Thema, sprich 2 bis 3 Minuten ohne Pause. Nimm dich auf, schau es dir an. Ja, und es wird unangenehm. Aber genauso wirst du besser. Kommunikation ist die ultimative Hebelfähigkeit. Diese 7 Gewohnheiten sind nicht leicht. Sie erfordern Disziplin. Die meisten Menschen werden dieses Video schauen, sich kurz motiviert fühlen und dann wieder in alte Muster zurückfallen. Sie werden 2026 genauso beginnen wie 2025. Mit Hoffnung, aber ohne Handlung. Also tu Folgendes. Wähle 3 dieser Gewohnheiten, nicht alle 7, sondern nur 3. Zieh sie 30 Tage konsequent durch. Schreib sie auf, mach es real und fang an. Starte morgen.
Herzlich willkommen zurück zu deinem Podcast Oder auch Kanal Voices of the Pro. Dein Podcast für innerer Wachstum, innere Stärke und Psychologie. Ich heiße Gediese. Heute wird es sehr persönlich. Ich auf den Weg gegangen bin. Heute spreche ich über toxische Beziehungen gegangen bin. Heute die Aussicht von Vera Wöckenby uns helfen kann. Du bist sehr wichtig.